Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen süßen Langarm-Body für Babys näht. Weitere Nähanleitungen von mir findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, eine Stoffschere oder eben einen Rollschneider, ein Magic Pen zum Aufzeichnen des Schnittmusters, dann Stecknadeln zum Fixieren des Nähstücks, Druckknöpfe zum Anbringen, dann ein Schnittmuster eurer Wahl. Meines ist aus dem Buch Nähen für Babys vom Top Verlag. Dann ein Jersey-Stoff eurer Wahl und letztendlich noch Schrägband zum Einfassen. Ja, zunächst einmal legen wir den Jersey-Stoff im Stoffbruch rechts auf rechts übereinander. Im Anschluss daran nehmen wir uns das Schnittmuster und legen es in den Stoffbruch. Der Body besteht aus 3 Teilen, und zwar einem Vorderteil, einem Rückenteil und den Ärmeln. Genau, die Schnittteile werden dann, damit sie beim Abpausen nicht verrutschen, mit Nadeln fixiert. Nachdem dann alles festgesteckt ist, können wir mit den Abpausen beginnen. Bitte denkt hierbei daran, dass ihr die Ärmel natürlich zweimal benötigt. Anschließend werden die Stecknadeln entfernt und das Ganze wird einmal ausgeschnitten. Ihr müsstet nun folgende Teile haben, und zwar einmal das Rückenteil, das Vorderteil und 2 Ärmel. Ja, zunächst einmal werden am Vorder- und am Rückteil die Halsausschnitte mit einem Schrägband geschlossen eingefasst. Und zwar habe ich hier bei der Rückseite schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich mein Schrägband hier mit der rechten Seite, also die schöne Seite, auf die linke Seite des Bodys gelegt. An den Innenrundungen habe ich dabei gedehnt festgesteckt, weil halt auch gedehnt angenäht wird. Und an den Außenrundungen ganz normal. Genau, angenäht wird es dann mit einem Zickzackstich. Ja, fertig angenäht sieht dann das Ganze so aus. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ja, wie gesagt, ich habe das mit einem Zickzackstich festgenäht. Ihr könnt aber auch gerne hier für einen anderen dehnbaren Stich wählen. So, genau, dann machen wir Folgendes. Wir drehen das Ganze einmal um. Dann klappen wir die Naht nach oben und klappen das Schrägband einmal ein und klappen das Ganze dann noch einmal rum. Ich hoffe, das kann man jetzt hier gut erkennen. Und dann wird das Ganze ja, mit Stecknadeln fixiert.
Ja, so sieht das Ganze dann festgesteckt aus. Beim Annähen müsst ihr dann bitte beachten, dass euer Schrägband dann auch wirklich über die vorherige Naht liegt. Ja, so sollte dann das Ganze aussehen. Jetzt müssen wir nochmal an die Nähmaschine ran, und zwar nähen wir hier mit einem geraden Stich knappkantig entlang. So, die beiden Halsausschnitte sind nun geschlossen eingefasst. Jetzt genau, legen wir beide Teile wie folgt übereinander und fixieren diese einmal mit Stecknadeln. Im Anschluss daran drehen wir alles auf rechts. Dann nehmen wir uns die Ärmel, suchen hier erstmal die Mitte und fixieren diese dort mit einer Stecknadel. Und im Anschluss werden die Seiten festgesteckt. So, fertig angesteckt sollte dann das Ganze so aussehen. Jetzt nähe ich beide Ärmel an, und zwar mit einem dehnbaren Stich. Ich verwende hier den Zickzackstich. Beide Ärmel sind nun fertig angenäht. Jetzt können wir das Ganze wie folgt zusammenlegen und auch einmal genau Kante auf Kante und dann alles wieder mit Stecknadeln fixieren. An den Armen bitte beachten, dass Naht auf Naht liegt. Wenn dann alles fixiert ist, kann an den gezeigten Stellen zusammengenäht werden. Das mache ich hier auch wieder mit einem dehnbaren Stich. Das sieht doch jetzt schon mal aus wie ein Body. Dieser ist nun auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir den unteren Ausschnitt auch noch geschlossen einfassen. Das machen wir wieder mit dem Schrägband. Wie bereits oben am Halsausschnitt werden die Innenrundungen gedehnt festgesteckt
und die Außenrundung einfach nur so festgesteckt, ohne Dehnung. Zunächst einmal wende ich mir den Body wieder auf links. Dann nehme ich mir mein Schrägband, falte das Ende etwas ein und lege es mit der rechten Seite, also der schönen Seite, auf die linke Seite genau des Bodys. Ich fange hierbei bei der Seitennaht an und fixiere das Ganze mit Stecknadeln. Wie gesagt, bei den Innenrundungen gedehnt anstecken, bei den Außenrundungen ohne Dehnung feststecken. So, ich zeige das hier nochmal. Mein Schrägband ist bei der Innenrundung gedehnt festgesteckt. Genau, das Ganze mache ich jetzt ringsherum. Wenn dann alles festgesteckt ist, dann kann jetzt wieder mit einem dehnbaren Stich angenäht werden. Ich verwende hier wieder den Zickzackstich. Ihr könnt aber auch gern einen anderen dehnbaren Stich nehmen oder auch mit der Overlock rübergehen. So, der Body wird dann auf rechts gewendet, die Naht wird dann hochgeklappt, das Schrägband wird eingeklappt und dann nochmal rumgeklappt. Und das Ganze wird dann wieder mit Stecknadeln fixiert. Hierbei müsst ihr dann wieder beachten, dass ihr mit dem Schrägband eure vorherige Naht genau überdeckt, sodass man diese nicht mehr sieht. Wenn dann alles festgesteckt ist, dann nähen wir ringsherum knappkantig mit einem Gradstrich entlang. Fertig genäht sollte dann das Ganze so aussehen. Jetzt müssen nur noch die Druckknöpfe angebracht werden. Das mache ich mit meiner Druckknopfzange. So, die Druckknöpfe sind fertig angebracht. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Armsaum. Dazu drehe ich das Teil erstmal wieder auf links. Ja, anschließend schlage ich die Armenden ca. 2 cm um und fixiere das Ganze mit Stecknadeln. Im Anschluss drehe ich dann den Body wieder auf rechts und nähe das Ganze mit einer Zwillingsnadel fest. So, nach dem Säumen ist der Body auch schon fertig. Ist doch ganz süß geworden, oder? Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare.
Ja, bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.